Nachdem ihr eine Luftmaschenkette angeschlagen habt, für euer Projekt durchgezählt, teilbar durch 4 plus eine mehr fürs Endstäbchen, kommen wir nun zum Muster. Für das Muster legen wir den Daumen auf die letzte Masche und häkeln, um auf ein Stäbchen zu kommen, nochmal zusätzlich 3 Steigeluftmaschen. Danach machen wir einen Umschlag und lassen nun 3 Maschen frei für das Stäbchen. Dann lassen wir die erste Masche frei, die wir mit unserem Daumen markiert haben. Das sind 4 Luftmaschen und gehen in die 5. Abnadel und häkeln dort ein Stäbchen hinein. Danach in die nächste und übernächste Masche auch nochmal ein Stäbchen, sodass wir 3 Stäbchen hintereinander haben. Sobald wir das haben, machen wir 2 Umschläge und gehen nun in die erste freigelassene Masche zurück. Bei Luftmaschen ist es etwas kniffliger. Dann nehme ich mir mit dem Nadelkopf, mit dem Haken selber die Masche auf. Und nun brauchen wir ein Doppelstäbchen. Das heißt, wir holen den Faden durch, holen den Faden durch 2 Schlaufen, nochmal durch 2 Schlaufen und nochmal durch 2 Schlaufen. Also 3-mal durch 2 Schlaufen. Nun haben wir 3 Stäbchen und ein Doppelstäbchen einmal darüber gehäkelt. Umschlag, die nächste freie Masche freilassen und ab der zweiten 3 Stäbchen häkeln. Danach wieder 2 Umschläge und mit der Nadelspitze in die freigelassene erste Masche zurück, einstechen, Faden holen und nun wieder 3-mal durch 2 Schlaufen, um ein Doppelstäbchen zu häkeln. Umschlag, nächste Masche freilassen und in die nächsten 3 wieder jeweils ein Stäbchen häkeln, sodass wir 3 Stäbchen hintereinander haben. 2 Umschläge mit der Nadelspitze in die erste freigelassene Masche einstechen, durch 2, durch 2 und durch 2. So sollte es dann aussehen. Und nun so die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe müsstet ihr so auskommen, dass ihr noch eine Masche frei habt und dort häkeln wir dann ein normales Endstäbchen hinein. Das war Reihe 1. Bei Reihe 2 bleiben wir bei diesem Muster. Allerdings wollen wir ja jetzt alles auf eine Seite haben. Dies ist ein einseitiges Muster. Ihr könntet jetzt auch die Richtung wechseln, auf der anderen Seite genauso häkeln, würde auch gut aussehen. Dann allerdings bekommt ihr nicht die Optik, die ihr am Anfang auf dem Bild gesehen habt, sondern eher Streifen. Für Reihe 2 wenden wir das Ganze und nun müssen wir diese Seite auch auf diese Seite bringen. Und das machen wir, indem wir einen Umschlag machen und nun erstmal die erste auslassen, in die zweite, dritte und vierte jeweils ein Stäbchen häkeln, also jeweils ein Stäbchen über jedes der Stäbchen. Und um nun das doppelte Reliefstäbchen vor dieses Stäbchen zu kriegen, wende ich, mache 2 Umschläge und gehe von vorne in die erste freigelassene Masche hinein. Das lässt sich auch diesmal leichter einstechen
hole den Faden durch 2, durch 2 und durch 2 und wende auch dann wieder so zurück, wie ich hingewendet habe. Sonst verdreht ihr die Masche und könnt dann in der nächsten Reihe nicht mehr drauf zurückgreifen. Umschlag, nächste Masche freilassen und über die nächsten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Wenden, 2 Umschläge in die freigelassene Masche zurück, von hinten nach vorne einstechen und ein Doppelstäbchen abhäkeln. Und so wie wir uns auf die Seite hingewendet haben, wenden wir uns auch wieder zurück, damit die Masche nicht verdreht. Umschlag, über die nächsten 3 Stäbchen wieder jeweils ein Stäbchen. Wenden, 2 Umschläge in die erste Masche einstechen, von hinten nach vorne durch und ein Doppelstäbchen abhäkeln und so wie wir uns hingedreht haben auch wieder zurückdrehen, damit die Masche nicht verdreht. Und dann haben wir die eine Seite so und die andere Seite so. Und hier sieht man dann halt auch schön dieses Zickzack. Und so nun bis zum Ende. Erste wieder freilassen und über die nächsten 3 erst einmal wieder jeweils ein Stäbchen. Wenden, Umschlag in die Masche zurück, ein Doppelstäbchen, wieder zurückwenden und weiter. Und am Ende der Reihe die letzten 3 normalen Stäbchen behäkeln, wenden, 2 Umschläge, in die freigelassene zurück ein Doppelstäbchen, zurückwenden, Umschlag und in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in der dritten Masche von unten angezählt mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Das war Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Wir machen 3 Steigeluftmaschen. Reihe 3 ist nun wieder Reihe 1. Wir machen einen Umschlag, lassen die erste Masche frei, denn das ist ja das doppelte Reliefstäbchen, und häkeln über die zweite, die dritte und die vierte Masche jeweils ein Stäbchen, so dass wir auch hier wieder die Stäbchen über die Stäbchen haben. 2 Umschläge in die erste Masche zurück, von hinten nach vorne durchstechen und ein doppeltes Reliefstäbchen abhäkeln. Umschlag, nächste Masche freilassen, über die nächsten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Zwei Umschläge in die erste Masche zurück, komplett einstechen und ein Doppelstäbchen häkeln. Und nun bildet sich das Zickzack wieder in die andere Richtung. Noch ein drittes Mal, erste Masche freilassen, über die nächsten 3 Stäbchen, jeweils ein Stäbchen, 2 Umschläge in die erste Masche zurück, ein Doppelstäbchen und so nun die ganze Reihe.
Und am Ende der Reihe über die letzten 3 Stäbchen ein Stäbchen häkeln, ein Doppelstäbchen oder ein doppeltes Reliefstäbchen davor und mit einem Stäbchen in den Steigeluftmaschen der Vorreihe in der 3. Masche von unten angezählt mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Und dann sieht es bereits schon so aus. Häkeln wir noch Reihe 4 zusammen. Reihe 4 ist Reihe 2. Wir machen 3 Steigeluftmaschen, wenden, machen einen Umschlag und lassen die erste Masche frei. Hier können wir jetzt wieder schön auf die Stäbchen auch gucken und häkeln über jedes Stäbchen erst einmal ein Stäbchen. Dann wenden wir, machen 2 Umschläge, gehen in die erste Masche zurück und häkeln unser doppeltes Reliefstäbchen. Dann wenden wir wieder zurück, so wie wir uns hingewendet haben, machen einen Umschlag, lassen die erste Masche wieder aus und häkeln über jedes Stäbchen der 3 Stäbchen ein Stäbchen. Danach wieder wenden, 2 Umschläge, in die ausgelassene Masche komplett einstechen, ein Doppelstäbchen häkeln und wieder zurückwenden. Ein Umschlag, über die nächsten 3 Stäbchen ein Stäbchen, wenden, 2 Umschläge, in die freigelassene Masche komplett einstechen und ein doppeltes Reliefstäbchen häkeln. Wieder zurückwenden, wie wir uns hingewendet haben, damit sich die Masche nicht verdreht, und so nun die restliche Reihe. Und am Ende der Reihe, nachdem wir die letzte Gruppe gehäkelt haben, machen wir einen Umschlag und stechen in die 3. Steigeluftmasche der Vorreihe von unten angezählt ein und häkeln ein Endstäbchen. Das war Reihe 4 und wie ihr seht, ein wunderschönes und einfaches Muster. Und auf Masse sieht dies einfach nur genial aus. Und dann wünsche ich euch an dieser Stelle viel Spaß mit diesem Muster, für welches Projekt auch immer ihr dieses eingeplant habt, ob Babydecken, ob Oberteile, Jacken, Tops etc. Ich wünsche euch viel Spaß beim Werkeln, lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns auch zum nächsten Mal wieder. Vergesst nicht eure Bewertungen und bis dahin, bye bye.